Du hast heute schon erstaunlich oft an diese eine Tasse gedacht. Nicht bewusst. Aber sie war da, im Hintergrund. Wie ein Tab, den du nicht schließt. Und das Verrückte ist, die Tasse wegzustellen hätte nicht mal eine halbe Minute gedauert. Aber stattdessen hast du darüber nachgedacht. Wieder. Und nochmal. Und noch ein letztes Mal. Willkommen in deinem Kopf. Schön chaotisch hier drin, oder? Wenn du hier öfter zuschaust, weißt du, ich mag alles, was den Kopf entlastet, ohne gleich ein neues Lebenskonzept daraus zu machen. Und genau so ein Ding ist die 2-Minuten-Regel. Klingt erstmal wie ein Tipp aus einem Selbsthilfebuch von 1997, ist aber in Wahrheit ein erstaunlich starker Hebel für den Alltag. Die Idee ist simpel. Wenn etwas weniger als 2 Minuten dauert, mach es jetzt. Nicht sexy, keine Selbstoptimierung, kein Morgenritual mit Eisbad und Dankbarkeitstagebuch. Einfach nur eine kleine Regel, die dafür sorgen kann, dass dein Kopf weniger Kleinkram mitschleppen muss. Denn es geht hier nicht darum, noch produktiver zu werden. Es geht darum, dir im Alltag ein bisschen mehr Ruhe im Kopf zurückzuholen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir kurz verstehen, warum wir diese kleinen Dinge so oft trotzdem nicht tun. Obwohl wir sie könnten. Obwohl sie schnell gingen. Und obwohl sie uns oft länger im Kopf beschäftigen, als sie je in der Erledigung gebraucht hätten. Stopp, kurz innehalten, mal ehrlich sein. Du kennst das. Du gehst an der Tasse vorbei. Du siehst sie. Dein Gehirn registriert, die müsste mal weg. Und dann gehst du weiter. Nicht, weil du faul bist. Nicht, weil du versagt hast. Und oft nicht mal, weil du es wirklich vergessen hast, sondern weil dein Kopf in diesem Moment schon mit 10 anderen Dingen beschäftigt ist. Die E-Mail, die du noch beantworten musst. Der Termin morgen, was du noch einkaufen wolltest, ob du die Heizung ausgemacht hast und ob du eigentlich schon wieder vergessen hast, was du gerade noch machen wolltest. Und in diesem inneren Rauschen landet die Tasse auf einer unsichtbaren Liste, deiner mentalen To-Do-Liste. Die sieht niemand. Du schreibst sie nicht auf, aber sie läuft trotzdem mit, still, kontinuierlich, im Hintergrund. Das sind offene Schleifen, Dinge, die innerlich noch nicht abgeschlossen sind. Und genau die ziehen immer wieder Aufmerksamkeit, wie ein Programm, das im Hintergrund läuft und einfach Kapazität frisst. Sort. Lass uns das sortieren. Welche Aufgaben landen eigentlich auf dieser unsichtbaren Liste? Es sind oft nicht die großen Projekte. Die machen Druck und genau deshalb bekommen sie irgendwann Aufmerksamkeit. Es sind meistens die kleinen Dinge, die harmlos wirken, aber zu präsent sind, um wirklich zu verschwinden. Zum Beispiel die Tasse, die Socke neben dem Bett, die kurze Antwort auf WhatsApp, der Zettel, den du gleich weglegst, das Paket, das du morgen zur Post bringst. Diese Dinge haben etwas gemeinsam. Sie dauern oft weniger als 2 Minuten. Aber wir behandeln sie, als wären sie kleine Projekte. Wir merken sie uns. Wir verschieben sie. Wir denken noch 3-mal dran. Und verbrauchen dabei oft mehr Energie, als die eigentliche Aufgabe je gebraucht hätte. Genau da liegt der Knoten. Nicht in Faulheit, nicht in schlechter Organisation, sondern in der Lücke zwischen das könnte ich jetzt tun und das tue ich jetzt. Und in diese Lücke fällt erstaunlich viel Energie. Step, jetzt der Schritt nach vorne. Die 2-Minuten-Regel kommt aus David Allens GTD-System Getting Things Done. Die Idee ist ganz einfach. Wenn eine Aufgabe weniger als 2 Minuten dauert, erledige sie sofort. Nicht notieren, nicht auf später verschieben, nicht innerlich noch 3 Ehrenrunden damit drehen. Einfach tun. Warum ausgerechnet 2 Minuten? Weil manches in der Verwaltung mehr Aufwand macht als in der Erledigung. Etwas merken, es auf eine Liste schreiben, später wieder sehen, nochmal dran denken, nochmal entscheiden. Das alles kostet oft mehr Energie, als die Sache einfach direkt zu tun. Und jetzt kommt der Punkt, den ich daran eigentlich am wichtigsten finde. Es geht nicht um Produktivität. Es geht um Freiheit im Kopf. Jede kleine Sache, die du direkt erledigst, ist eine Schleife, die sich schließt. Ein Tab, der zugeht. Ein kleines Erledigt, das dein Gehirn registriert. Nicht spektakulär, aber spürbar. Für heute reicht deshalb ein Mini-Experiment. Wenn du heute etwas siehst, das dich kurz beschäftigt und in unter 2 Minuten erledigt wäre, dann mach es sofort. Einmal, bewusst. Nicht als Disziplinübung, nicht als Selbstoptimierungsprojekt, sondern einfach als Test.
Wie fühlt es sich an, wenn ein Tab weniger offen ist? Fazit. Die 2-Minuten-Regel ist kein Trick, um aus dir einen Produktivitätsmenschen zu machen. Sie ist eher eine kleine Einladung, deinem Kopf zwischendurch Arbeit abzunehmen. Denn eine stehengebliebene Tasse ist nicht das Problem. Das Problem ist oft eher, dass sie innerlich weiter mitläuft. Als offener Tab, als kleine Schleife, als „ich müsste eigentlich noch“. Und manchmal macht genau das den Unterschied. Eine Sache kurz erledigen, damit sie nicht den ganzen Abend im Hintergrund mitläuft. Also, stell die Tasse weg. Nicht für mehr Disziplin, sondern für ein kleines bisschen mehr Ruhe im Kopf. Wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du jemanden kennst, der gerade auch mit zu vielen offenen Tabs durchs Leben läuft, schick es gern weiter. Bis zum nächsten Mal und du schaffst das.